Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei den Kassel Huskies in der Energy Lounge. Es gibt personelle Veränderungen bei den Schlittenhunden. Bobby Carpenter ist neuer Headcoach und Rico Rossi übernimmt die Position der sportlichen Leitung. Herzlich willkommen, ich darf hier vorne begrüßen unseren neuen Trainer Bobby Carpenter, meinen Geschäftsführer Joe Gibbs und Michael Scholtisek und unseren neuen sportlichen Leiter Rico Rossi. Die erste Frage geht an Bobby Carpenter. You are here since yesterday. What's your first impression from our lovely Nordhessen? I'd like us to get more of an impression today when we really had a first full practice. We just scrimmaged yesterday, but I think the first thing that that jumped out at me was the speed of the team. They have tremendous speed, which is great. I haven't had too many teams with that, so that's an asset for us, and we're going to use it that way. I still have to try and figure out what type of team we have to see what kind of system we play. Sorry, Bobby, can you talk a bit more slow? Yeah. Okay, soll ich das übersetzen? Das auch, ja. Hat er gesagt, dass er hat nur gehört, dass die Presse in Kassel der Beste in Nordhessen, in Deutschland, nicht nur Nordhessen. Nee, der hat gesagt, dass er... That's the best of Germany. The press is the best. Nee. So der hat gesagt, dass so erster Eindruck, dass sehr gute Geschwindigkeit beim Spieler. Der hat auch Mannschaften gehabt, wo die nicht so schnell sind. So sein erster Druck, das ist eine ziemlich schnelle Mannschaft. You gonna translate? Yeah. Okay. Then I'll stop. Okay, go ahead. Well, I need another question. Okay. Joe, was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, diese personellen Veränderungen einzuleiten? Ja, wir haben so einen Plan, Rico ins Management zu bringen, sowieso. Wir haben mit Bobby gesprochen früher, dass er zu uns kommt und für 2-3 Wochen helfen würden. Hat er sofort gesagt, ja, ich bin da für euch, wenn du mich brauchst, weil er war auch für 3 Jahre hier gewesen und das hat ihm auch sehr gut gefallen in unserer Meisterschaftssaison. Und dann, ich habe das analysiert, auch so, dass der Schritt jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt ist. Wir sind vor dem Deutschland-Cup-Pause und die Mannschaft nach meiner Meinung braucht eine Impulse da. Und ich weiß, das ist auch sehr oft gesagt in einem Wechsel von meinem Trainer, aber ich glaube bei uns wirklich war notwendig, dass wir da was gemacht haben. Es war für mich eine gute Sache, dass wir in Dresden gewonnen haben, dass die Mannschaft für mich in den letzten 2-3 Spielen gezeigt hat, dass wir werden auf einen guten Weg gehen und glaube ich, wir waren. Und der Punkt, das zu machen ist, habe ich einfach gesagt, wir müssen das machen und mit Rico erst gesprochen. Und Bobby hat dann gesagt, okay, ich werde euch unterstützen und finde ich das sehr gut und ich glaube, die Entscheidung war der richtige Zeitpunkt. Darf ich nachfragen? Ja? Du hast gesagt, er war schon einmal hier zu Besuch oder was, ja, in den Meisterjahren. Und wann sind die Kontakte jetzt geknüpft worden, dass er kommt? Wir haben immer noch Kontakt, wenn wir irgendwie eine Spieler im Sicht hat, der Bobby wird der Erste, wo wir anrufen, aus seiner Erfahrung und seiner Fachkenntnis. Das war geplant, dass er kommt und Rico unterstützen wird und sag mal für einen Monat haben wir miteinander gesprochen, da hat auch andere Termine und andere Verpflichtungen und das ist dann schnell gewesen und in den letzten paar Tagen haben wir das diskutiert und schon vor dem Freitagsspiel. Nicht als Head Coach, als Unterstützung. Ja. Und dann kurz davor war die Frage, ob er das machen will und kann und dann haben wir das gemacht. Also ihr seid die alte Toronto Connection? Ja, das ist richtig. Wir kennen uns sehr lange, aber vor Toronto, wir kennen uns schon 20 years, we know each other. Und dieses Vertrauen ist einfach da zwischen uns und seine Fachkenntnis, wie gesagt, ist extrem gut und das wird uns als Organisation helfen. Vielen Dank.
Rico, an dich die Frage. Du gehst mit der Übernahme der sportlichen Leitung jetzt sozusagen den nächsten Schritt und die, wie ja geplant, Position wird jetzt besetzt. Was sind deine Ziele für diese Aufgabe? Ja, erstes, wie Joe gesagt hat, das ist eine Organisation-Move, das wir hatten schon vorher geplant. Leider mit der sportlichen Situation hat es ein bisschen früher gekommen, wie was wir geplant hat. In erster Stelle, meine Aufgabe im Moment ist, Bobby zu unterstützen in allen Wegs. Aber ich will das klar und deutlich machen, ich werde Bobby unterstützen. Ich werde nicht am Eis mit Bobby, ich werde nicht in die Kabine mit Bobby und ich werde nicht an die Bank in den Spiels. Ich bin hier für Bobby, aber das ist Bobbys Team und der wird die Entscheidung alleine und ganz treffen. Gut, vielen Dank. Fragen wir den zweiten Geschäftsführer, Michael Scholtisek. Erklärtes Ziel ist es ja, die Huskies weiter zu professionalisieren, den Boden zu bereiten für den nächsten Schritt. Wie wichtig ist denn jetzt die Verpflichtung von Bobby Carpenter und die Besetzung des sportlichen Leiters mit Rico Rossi für genau diesen Plan? Also erstmal vorneweg, bevor ich zu den Punkten komme, will ich nochmal etwas zu Rico sagen. Also Rico auch von unserer Seite nochmal einen herzlichen Dank für alles, was er auch für den Kasseler Sport geleistet hat. Wir sind Meister geworden in der DL2 hier mit ihm hier und waren im Grundsatz auch während den letzten Jahren immer wieder in den Spielen weit vorne gewesen. Also hier hat er einen guten Job getan, aber um auf die Frage jetzt einzugehen, wir sind natürlich sehr froh, dass Bobby jetzt bei uns ist hier, weil wir natürlich einen kurzfristigen Plan haben. Kurzfristig heißt das für uns ja relativ einfach, Playoffs und dann schauen, wie weit wir kommen. Das haben wir ja immer wieder als unser Ziel gesagt hier. Der nächste Teil ist natürlich, dass wir jetzt auch in der Diskussion der DL1 weiter vorankommen wollen hier und da ist natürlich der sportliche Teil einer der wesentlichen, sondern der wesentlichste Teil hier und da hoffen wir natürlich auch mit der gesamten Expertise von Bobby, dass wir da in die richtige Richtung weitergehen. Das ist der eine Teil und der andere Teil natürlich auch mit Rico. Im Grundsatz, sage ich mal, den sportlichen Punkt legen, also die Basis legen, damit wir, was wir ja jetzt auch schon begonnen haben mit unseren jungen Spielern, damit wir im Grundsatz eigentlich auch sportlich hier weiter vorankommen hier. Und wir hatten ja auch schon mal bei unserer ersten Pressekonferenz in Mitte dieses Jahres, wie wir gestartet sind, das Thema sportliche Leitung schon ja bereits mal vorgestellt. Das ist ja auch schon mal diskutiert worden und ist jetzt eben auch aufgrund der Umstände, die wir jetzt haben, etwas schneller geschehen als im Vergleich zu dem, was wir geplant haben. Und so gesehen denke ich jetzt eigentlich, sind wir gut aufgestellt. Wichtig ist für uns, das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir natürlich weiter mit unseren Fans rechnen können, mit unseren Zuschauern rechnen können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich denke, auch dazu wird die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, helfen. Und will nochmal ganz deutlich sagen, das ist ja eine Entscheidung, die innerhalb des Teams gefallen ist. Und deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir von der sportlichen Seite her so einen Profi bei uns haben, der uns sicher weiterhelfen kann, das Ding weiter nach vorne zu bringen, in dem Zusammenspiel, wie es Rico auch gerade gesagt hat. Fragen wir doch nochmal den Profi. Nach einer beeindruckenden Karriere in der NHL als Spieler und als Co-Trainer Stanley Cup gewonnen, zuletzt Trainer in der KHL. Was hat Sie bewogen, Bobby Carpenter nach Kassel zu kommen? What motivated you to come here? Well, I was here a few years ago. I came over to visit and just see the team and to see Joe and to visit, and I was impressed. It's the biggest city that I ever thought it was, and the hockey was very exciting. I saw some good games, and so I went back home and I came away with a very good impression. And so I was in the same situation around the same time this year, and me and Joe had talked about coming over doing the same thing. So I said, yeah, for sure. I said, I really enjoyed it. I said, it's a great place. I really enjoyed the town. So that's how it started, and it escalated from there. But this was, like I said, I had a very good first trip here. I really enjoyed the place, and the hockey was great. The atmosphere was really good, and to be a part of it was easy decision. Okay, hat jeder das verstanden? Oder soll ich das so übersetzen? Er spricht jetzt very slow, it's good. Okay, soll ich das so übersetzen? Oder? So, okay, Mike, ganz kurz. Er hat gesagt, dass es hat ihm sehr gut gefallen letztes Mal, als er hier war.
und dass die Stadt so größer als er gedacht hat. Beim Spiel war die Atmosphäre sehr gut und sehr spannendes Spiel hat er auch angeschaut und das hat ihm sehr gefallen. Wir haben miteinander gesprochen, dass er das auch wie dieses Mal macht und dann haben wir dann weiter gesprochen und das ist so die Frage gekommen, ob er das Trainer machen möchte und dann hat er schnell entscheiden können. Bobby, I looked at your life, New York, Washington, Toronto, Beijing, and now Kassel, second German league. Are there other arguments why this is your next destination on your way? Like I said, I didn't go back to China because it was too far and it was too long. It was a difficult place to coach, and they were making some changes and things, and it was 12-hour time difference away from the family was too tough for my wife to get out to visit my children, so we didn't go back. So nothing really jumped out. I wanted my son is a senior in college, so I kind of wanted to stay and watch that, but the season started, and then Joe had called, and I had talked to my wife about coming here, and it was a great situation because it's not so far. She could come back and forth pretty simple. My son, I guess I wanted to watch his last year, but it's 1 or 2 games a week, and I'm like, I have this opportunity to go get back involved in hockey, and I had to make a sacrifice for that. But I can still see all his games on TV at night, which is great. So I think I just kind of missed getting back into the hockey. I was kind of just hanging around waiting for his games to come, and it was a lot more boring than I thought it was going to be. So I think that this gave me a great opportunity to get back into it. And like I said, Joe and I were friends for a long time. It started out as me coming over to help, and like I said, it escalated from there. I spoke with my wife, and we both agreed it was the right thing to do, for sure. So dass dann zurück in der KHL zu gehen, war einfach eine Familienentscheidung von der Entfernung, dass es zu weit war, 12 Stunden Flugzeug und Zeitdifferenzen. Und der wollte auch seinen Sohn, der beim College ist, was für College? What college is he playing? Boston University. So Boston University spielt er jetzt als Senior, so seine 4. Jahre. Aber der hat irgendwann das Ankreuzung gehabt, wieder Eishockey zu sein, wieder in der Geschäft wieder Eishockey zu sein, und hat mit seiner Frau gesprochen. Wie gesagt, zuerst, das war nur ein kurzer Trip, uns zu unterstützen, und das ist weiter eskaliert, dass er dann als Head Coach hier kommt, und die Familie ist zufrieden mit der Entscheidung, und die Entfernung ist letztendlich nicht so weit weg, und das hat ihm gut gepasst. Okay, Bobby. Was Gerald? No, I'm fine. No, Gerald. Is your wife joining you? She will go back and forth. She'll come back and forth. So, for instance, like I'll probably go home for that break for a couple days just to get some more stuff and to get situated, because we really weren't quite sure the day I left what was going on, and then she'll come over like before Thanksgiving for a few weeks, then she'll go home for Christmas, then she'll come back over in January. And this makes it real easy for her to travel because we're always home. When we were in China, it was so difficult because we were gone for 2-3 weeks at a time, and then when we were home, it was hard because if it fell over Christmas, she couldn't come. It was a lot more difficult for her to get there. Here, it's a lot easier, for sure. So, du hattest vor, dass die Frau ein bisschen hin und her pendelt, und das war logistiksmäßig in China sehr schwer, und hier ist es leichter, das zu koordinieren. Bobby, you know someone or something about the second league, and you know someone about your new team, so maybe you saw a game before in the internet TV or something like this? Like we said, I've known Joe for many years, and I came over here 3 years ago, and it was here, so that's... But like, I was going to do the same thing as I was 3 years ago. I was going to come over and watch the Deutschland Cup and see Joe and visit, and
and then go back home. But then, like I said, things changed the closer the date came that I was going to come, and he says, I think I might need you to do some things for me, and I'm like, no problem. I said, whatever you need me to do, and like I said, it just escalated to this point. So, du hast die Frage in Deutsch vielleicht, dass ich das übersetzen. Ob er von seinem neuen Team, also kennt er sein neues Team, hat er sein neues Team gesehen in den letzten Wochen? Er hat das neue Team am Anfang gestern gesehen. Und es gibt auch mit unseren Videomöglichkeiten jetzt zur Zeit Filme anzuschauen. Das wird auch Rico mit ihm unterstützen und helfen und Manu auch. Und Manu auch wollte dabei sein heute, aber der hat kurzfristig entschuldigen müssen, dass du Bescheid weißt. Und das ist dann jetzt zur Zeit in 2018 leicht anzuschauen. Mehr für Bobby wichtig ist, die Mannschaft auf dem Eis zu trainieren und dann gleich sehen, nah dran, wie die spielen und wie die regieren und so weiter. Wie lange läuft der Vertrag jetzt? Bis zur Saisonende. If you come to a new team, what are the first steps you actually have to take? Do you talk personally to all those guys? Do you see them all on ice? What are the first steps you're taking after you come over? Believe it or not, there's a lot of first steps that you have to combine because it's already ongoing. I think the first thing is you have to know everyone's names. So I think, like, we have an agreement every time we pass each other in the hall that person would tell me his name. I mean, I don't have any help either to ask people all the time, like, what's his name, what's his name? So I think that's the first thing, which would probably take a good month or so before I get everyone down. The other first thing that you have to do is figure out what kind of team you have, so what kind of system you want to play. And then see the positives and the negatives of the player, like what kind of role should they be, what should they do. So it's a whole process for a lot at first. So it's good. What's the biggest challenge you're facing at the moment? I think, like I said, the names are the names. You get by without the names, but I think it's to figure out what type of team and what system you need to play and what they can handle. Obviously, the NHL was the NHL, and there's systems up there that might be a little difficult for some of these kids to do. So it's mine to figure out what they can understand and what they can't understand, what they can do and not. I think that's going to be the. But they let you know that. You know, if some things are too difficult, then we change. We make an adapt. We adapt and make something different. So that again takes some time before we get to figure out what type of system we're going to play. Verstanden oder? Well, I did. So, der hat so gesagt, das ist eine große Herausforderung zu sehen, was System passt der Mannschaft, was er für Spielerqualität hat, und dann wird er dann die System anpassen und auch die Namen. Der hat gesagt, er hat so ein kleines Trick, dass jeder, wenn der vorbeigeht im Flur oder in der Kabine, die Namen sagt, und mit der Zeit wird er dann die Namen kennenlernen. Und das ist alles jetzt im Lauf und das ist dann auch eine Challenge für ihn. Weil wir sind jetzt in Oktober und fast November, so der muss dann kompensieren und das System, was am besten, was er meint für die Mannschaft, wo die Spieler auch erfolgreich werden, einfügen. Is it a special challenge for a new coach on bigger ice rink, because you mostly worked on smaller rinks, NHL rinks? Now we play on a bigger rink. Is it a special challenge? Excuse me, no. I think that game of hockey is basically played the same way, but last year we played in the KHL, which all had the big rinks. I think there was only 3 NHL size rinks, so we had played there. Actually, the rink that we had in China was bigger than the Olympic rink. I mean, it was huge. So I think that you just play a little different. It's basically the same, but your angles will be a little different, and your positioning is a little different, but basically it's the same game. Is it an advantage or maybe a disadvantage that you have the first game on Friday evening, Friday night? I don't know. I don't think it really matters to me. It basically, to be honest with you, they were all foreign for me. Yeah. I never really coached a game here either, so. Yeah. So. Also, you had good connections to the Maple Leafs, and you worked as a scout before. With Dave Moore together? Yeah, he wasn't a scout. I was actually playing development.
So what I would do is, my job there was when Dave Morrison drafted the players, then they came to me and I kind of mentored them, so to speak. Well, the next question would be if you still work as a scout for the Maple Leafs. No. Ja, das ist auch seine Aufgabe damals, und das ist auch wichtig für uns, die Entwicklung von nicht nur junge Spieler, sondern auch stehende Spieler. Und das war seine Aufgabe damals, wenn einer gedraftet war und in Junioren zurückgegangen ist, dann hat er dahin besucht und angeschaut und geholfen, oder dann eher in College war oder in der American League. So, der hat so diese Aufgabe, Spieler zu entwickeln, Spieler zu verbessern. Und jetzt mit dem Erfolg von Toronto, glaube ich, hat einen sehr guten Job gemacht. On Friday and Sunday, there are two very important games for the Huskies. What's the plan for the next weekend against Lausitz and Bad Nauheim? I obviously we'd like to win both these games for sure. I think that it's going to be a process, and I think that we just want to go and simplify what we've done before we complicate it. We want to be able to make sure we bring things back to basics, and as long as they work as hard as they can, we'll figure things out along the way. It'll take some time, but they seem to be really competitive. They work extremely hard in practice, so I don't see any problems right now. But like I said, we're just going to take some time for us to all be on the same page. So, das ist auch sein wichtigster Punkt für ihn, ist, dass jeder Spieler alles gibt und es wird dann von alleine, wird von alleine in Ordnung gehen oder funktionieren. Das ist die wichtigste Sache, und die arbeiten die letzten paar Tage sehr gut im Training und im Spiel, ganz simpel und nicht kompliziert am Anfang zu sehen, wie das geht, und am Wochenende sind beide Spiele wichtig, wollen jeder logischerweise gewinnen, aber grundsätzlich sind jedes Spiel wichtig. Er hat gestern das erste Mal trainiert. Bobby, will you change any Lines? Pläne, ja, den Zeitplan, schedule of practice, things like that? No, I think everything is fine with that. I mean, it's basically a regular hockey schedule. There's not too many teams that are any different than that. It works for everybody, and the players are happy with it. No, there's no need to change anything. It was fine. It's fine. If you would characterize yourself as a coach, what are your characteristics? Are you a loud, outspoken guy, or no, you talk a lot, or what kind of? It's an interesting question. It's an interesting question because I think that I have become two different coaches at one point. I think when I first started my coaching career when I was younger, I coached a certain way where, yes, you were a little bit more vocal, a little bit louder, and a little bit more intense, so to speak, I guess. But then I think I went through a transition period of when I taught my kids, and I think when you teach your children, it's a little different than another player. And so I think now that I teach and I coach according to the way I did my kids. And I think everybody's a lot more patient with their children and understanding. So why should it be any different with another team? It shouldn't be. So I think I taught myself how to do that and be a little bit more patient and understanding and communicate a lot more, because they're all trying their best and they're here for a reason. If they were all great players, they would be in the NHL. So they have something that they're missing. And I think that once you identify that and you realize that, you try and help them work on that so they can get to another level. But I think you have to be patient and understanding to them, because like I said, they are doing their best, and nobody likes to get yelled and screamed at when you're trying your best. So I think that I've kind of changed that way over the years. I think in the NHL you can go back to that other way, because every game is so important and there's so much money and everything. I mean, it's just everything escalates tenfold. So I think you can do that there, but not here. This is a place to learn and teach and get them on the same page to win. Also er hat so zwei Phasen in seiner Trainerlaufbahn. Zu Anfang, als er jung war, hat er viel mehr mit Emotion trainiert und laut gewesen, aber als Vater mit Kindern hat er so umgedacht, dass man auch mehr Geduld haben
mit Spielern und es nützt nicht, wenn ein Spieler alles gibt, ihn anzuschreien. Er versucht sein Besten und du sollst ihn formen als Spieler und jeder in unserer Liga sind hier, weil irgendwie etwas fehlt und seine Aufgabe ist zu finden, was fehlt, zu verbessern und dass er die nächste Stufe erreichen kann. Ja, vielen Dank. Gibt es von eurer Seite weitere Fragen an die Herrschaften hier vorne? Joe, kann es sein, dass ihr den Vertrag dann auch über die laufende Saison hinaus verlängert werdet? Ja, wir haben so vereinbart, dass wir jetzt in dieser Saison zusammenarbeiten, ganz offen miteinander. Natürlich, wenn der Erfolg da ist, werden wir miteinander sprechen, alle zusammen und Entscheidungen treffen. Aber warum nicht? Eine Frage an Rico. Rico, du hast eben sehr schön gesagt, was du alles nicht machen willst jetzt künftig. Nicht in der Kabine mehr sein. Was kannst du deine Aufgabe aber konkretisieren? Also was wirst du tun Ja. jetzt in der laufenden Saison? Ja, wie gesagt, natürlich ein erster Schritt ist Bobby zu unterstützen und den vorbeizubringen an diesen Kader. Und dann zu reagieren jetzt auf die Kader, würden wir versuchen, diesen Kader zu verbessern mit personell. Das ist und ist immer noch unsere Philosophie, wenn was gut auf dem Markt oder wenn wir glauben, dass eine Verstärkung ist, würden wir, wenn es möglich ist, finanziell zuschlagen. So im Moment schauen wir den Markt an. Und dann langfristig ist die Idee hier, wie Michael schon gesagt hat, auf die nächste Stufe zu bauen und der braucht man schon Talent und man muss schon das Talent ausfinden und Planung und versucht jetzt in die Zukunft zu planen. Wir will schon von der Vergangenheit lernen, aber wir will in die Zukunft schauen jetzt und meine Aufgabe ist jetzt diesen sportlichen Bereich vorbereiten für die Zukunft. Kurzfristig, wie gesagt, mit neuen Spielern und langfristig über die Mannschaft zu bauen für eventuell die Alliance. Ihr habt gesagt, Manu kann heute nicht dabei sein und hat es kurzfristig verhindert. Wie wird das Zusammenspiel mit Manu Klicken zukünftig aussehen? Ja, Manu hat sich nichts geändert in seiner Aufgabe. Manu wird in die Kabine mit Bobby bleiben. Der wird immer die Zwischenglied, heißt es, oder? Bindeglied zwischen Bobby und die Mannschaft. Soll ich das übersetzen? Thank you. Der wird die Bindeglied zwischen die Mannschaft und Bobby und der wird auch, wie gesagt, mich in organisatorische Dinge unterstützen. So, Bobby wird auch ohne Co-Trainer arbeiten. Ja. Ja, das ist auch so allgemein, was Michael gesagt hat. Wir haben einen Plan. Es ist nicht so, dass wir keinen Plan haben. Wir haben das präsentiert. Am Anfang, wenn wir das übernommen hat, in 2014, glaube ich, und wir haben auch dieses Jahr das präsentiert. Und das ist der nächste Schritt. Das ist natürlich für uns eine wichtige Position, weil das ist auch zu Patrick seine Frage wichtig als Beispiel mit Scouting und Spielerbeobachtung. Weil wenn wir in 2021 oder 2022 in der DEL spielen, und das ist unser Ziel, wir müssen jetzt uns vorbereiten. Nicht nur sportlich, sondern auch ins Management. Und dann wollen wir das Schritt für Schritt verbessern, mit Absprache mit Michael und alle ins Management, der nächste Schritt. Und das ist sportlich für mich ein positiver Schritt vorwärts in unserem Plan. Gibt es weitere Fragen? Rico hat gesagt, ihr wollt den Kader verstärken, wenn Geld da ist. Ist Geld da? Wenn mehr Zuschauer kommen, dann vielleicht gibt es ein bisschen. Nee, das Geld heißt für mich, wir haben einen Plan vor der Saison. Zuschauer sind über die Jahre bei uns immer, glaube ich, sehr positiv mit dem Zuschauerschnitt. In letzter Zeit haben wir ein bisschen unabhängig von sportlicher Seite mit der Wetter ein bisschen Pech, weil es unwahrscheinlich gutes Wetter war in den letzten 3-4 Wochen. Aber wenn wir einen Spieler brauchen, wir werden zusehen, dass finanziell das logischerweise hinhaut.
Gut, dann habe ich das Gefühl, es sind alle von euch wunschlos glücklich. Perfekt, das ist sehr schön. Gerald, nochmal, okay. Zur Hierarchie. Normalerweise ist ja der sportliche Leiter der Chef vom Trainer. Ja, das ist das so. Ja. Wobei ich das schon ergänzen will, wir arbeiten hier im Team. Hierarchie ist ja immer eine ganz wichtige Angelegenheit, aber im Grundsatz sind wir alle ein Team, die wir hier arbeiten, und zwar haben wir auch, und es geht im Grundsatz eigentlich nur darum, dass wir besser werden hier. So ist das hier. Und zu ergänzen auch die Fragen, die Chef von dem Trainer entscheidet gar nichts über die Mannschaft. Der Trainer entscheidet das alleine. Ich hab mit Joe über die letzten 5 Jahre, der ist nicht nur die Besitzer, aber auch die Manager von der Mannschaft, und ich habe viel gelernt von ihm und wie man handelt sein Team. Und ich werde mich in die gleichen, oder versucht in die gleichen Schiene wie Joe zu arbeiten. Der hat mir über 5 Jahre nie einmal gesagt, Nico, der und das und das. Niemand. Und das würde ich auch nicht zum Bobby machen. Wir würden schon über alles reden, wie ich habe mit Joe gemacht, und wir würden das sicherlich in Kreis in 3 mit Manuel und 4 reden. Aber die Entscheidung alleine bleibt mit dem Trainer. Die Frage ging dahin, sorry, but if the trainer doesn't work well, we don't put that. Who decides, okay, coach, you have to retire, I'll be back. Hey, der hat noch nicht angefangen. Ja, aber wie Michael gesagt hat, das ist ein Team bei uns, vielleicht ein anderer Verein ist anderes. Aber bei uns, wir arbeiten wirklich als Team. Ob das der Praktikant ist, oder ob das der Hallenmanager ist, ob das unsere Büroleiterin ist, wir arbeiten zusammen. Und das ist ein Schritt, wo man positiv an die Sachen geht. Das ist auch für Rico eine Herausforderung, eine neue Aufgabe zu haben. Und ich bin überzeugt, dass er das sehr gut machen wird. Unterstützung von Bobby kriegt er von der Busfahrer. Der kriegt alles, oder sonst funktioniert unser Verein nicht. Und das ist unsere Stärke, war und es ist und wird immer in Zukunft sein.